Im heutigen Erklärungsvideo von CryptoBob soll es darum gehen, wie du überall mit Kryptowährung bezahlen kannst, auf jede Zahlung einen Cashback erhältst und das Ganze zeitgleich für ein lukratives Investment nutzen kannst. Wenn du noch nicht weißt, wie du passive Einnahmen in Form von Kryptowährungen generieren kannst, um diese anschließend für deinen Lebensunterhalt einzusetzen, ohne jemals Kryptowährungen verkaufen zu müssen, dann ist das Video hier oben rechts in der Infokarte für dich. Und bevor wir loslegen, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesem Video ein Like geben würdest. Bob liebt frisches Obst und Gemüse und möchte deshalb am Stand von Alice seinen Einkauf tätigen. So naiv wie Bob ist, möchte er seinen Einkauf natürlich mit dem Stablecoin DAI bezahlen. Allerdings akzeptiert Alice erstens keine Zahlungen in Kryptowährung und zweitens hat sie dafür auch nicht die technischen Möglichkeiten. Bob wäre allerdings nicht Bob, wenn er dafür keine Lösung hätte. Er lädt seine Crypto.com Visa-Karte mit seinen DAI auf und zahlt damit ganz normal am Kartenlesegerät von Alice. Alice ist nun glücklich, dass sie ihre Ware doch noch verkauft und Bob bekommt seine frische Ware zuzüglich 5% Cashback. Doch was ist das für eine Kreditkarte und welche weiteren Vorteile bietet sie? Die Visa-Karten von Crypto.com sind Debitkarten, was bedeutet, dass du nur so viel Geld ausgeben kannst, wie viel du im Vorfeld auf die Karte geladen hast. Es werden 7 unterschiedliche Kartenstufen angeboten, davon ist eine aus Kunststoff und die 6 weiteren aus Metall. Mit der kleinsten Karte Midnight Blue erhält man leider keinen Cashback, wobei die nächste Karte Ruby Steel 1% Cashback gibt, welcher allerdings auf $25 im Monat begrenzt ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass wenn man sein Spotify-Abo mit der Ruby Steel bezahlt, man 100% seines Geldes zurückbekommt. Dieser Vorteil ist bei der Ruby Steel allerdings auf 6 Monate begrenzt. Bei der nächsten Kartenstufe Royal Indigo und Jade Green gibt es 2% Cashback, welches auf $50 im Monat begrenzt ist. Man erhält also auf die ersten $2.500 im Monat Cashback. Auch hier ist Spotify dabei und zusätzlich kommt nochmal Netflix dazu. Die Kostenübernahme des Spotify- und Netflix-Abos sind hier auf 6 Monate begrenzt. In der Karte ist außerdem ein Launchkey-Zugang enthalten, mit welchem man die meisten Flughafen-Lounges weltweit kostenlos nutzen kann. Bei der zweithöchsten Kartenstufe Icy White und Frosted Rose Gold gibt es 3% Cashback, Spotify und Netflix gibt es ohne Begrenzung dazu. Auch diese Karte hat einen Launchkey-Zugang, allerdings mit dem Vorteil, dass man eine zweite Person kostenlos mit in die Flughafen-Lounge nehmen kann. Die monatlichen Kosten einer Amazon Prime-Mitgliedschaft werden hier übernommen und man erhält 10% Cashback auf Expedia-Buchungen, wobei der Cashback auf $50 im Monat begrenzt wird. Bei der Nonplusultra Obsidian Black Card gibt es satte 5% Cashback. Wie gehabt Spotify und Netflix dazu, dem Airport Lounge Zugang inklusive einem Gast, Amazon Prime, 10% auf Expedia bis zu $50 im Monat und 10% auf alle Airbnb-Buchungen, welches auf $100 im Monat gekappt ist. Karteninhaber der 3 höchsten Karten Frosted Rose Gold, Icy White und Obsidian Black gelten automatisch als Crypto.com Private Member. Als Private Member erhält man zum Beispiel Einladungen auf Krypto-Events. Man erhält einen monatlichen Crypto Research Report, den Zugang, die native Kryptowährung CRO over the counter zu handeln, beim Todesfall einen Erbschaftsservice für die Angehörigen und höchste Priorität beim Kundenservice. Zudem gibt es noch ein Welcome Pack mit Merchandise-Artikeln. Mit der Obsidian Black erhält man außerdem einen Shuttle-Service und eine Flasche Dom Pérignon bei der Buchung eines Private Jet von VistaJet. Kommen wir nun zu den Gebühren und Limits der Crypto.com Visa-Karten. Es ist möglich, mit allen 7 Karten bis zu 10.000 € im Monat am Geldautomat abzuheben. Ebenfalls lassen sich alle 7 Karten mit bis zu 25.000 € im Monat beladen. Mit der Midnight Blue lassen sich bis zu 200 € im Monat gebührenfrei Bargeld abheben. Jede Bargeldabhebung im Monat über 200 € kosten 2% Gebühren. Bei der Ruby Steel sind bis zu 400 € im Monat kostenlos. Bei der Royal Indigo und Jade Green liegen wir bei 800 €. Die Icy White und Frosted Rose Gold liegt ebenfalls bei 800 €. Und bei der Obsidian Black lassen sich bis zu 1000 € im Monat kostenfrei am Geldautomat abheben. Gerade zum Reisen eignen sich die Crypto.com Visa-Karten hervorragend.
Für Zahlungen außerhalb des Euros werden die ersten 2.000 Euro der Midnight Blue Visa-Karte zum Interbankenwechselkurs abgerechnet. Für Zahlungen über 2.000 Euro im Monat in Fremddevisen wird eine Gebühr von 0,5% berechnet. Bei der Ruby Steel liegt das Limit bei 4.000 Euro im Monat. Die Royal Indigo und Jade Green kommen mit 10.000 Euro im Monat. Mit der Icy White und Frosted Rose Gold sind 15.000 Euro in Fremddevisen enthalten. Und die Obsidian Black kommt mit einem unbegrenzten Limit an Fremddevisen. Um eine dieser 7 Karten zu erhalten, ist es erforderlich, die native Kryptowährung CRO zu staken. Die niedrigste Karte Midnight Blue erfordert kein Staking und ist somit kostenfrei. Um die Ruby Steel zu erhalten, ist es notwendig, CRO im Wert von 350 Euro zu staken. Bei der Royal Indigo und Jade Green liegt der Wert bei 3.500 Euro. Und für seinen Staking-Einsatz erhält man eine Rendite von 4%. Die Rendite bezieht sich auf den Wert der gestakten CRO, was bedeutet, dass die Rendite bei 12 Euro im Monat liegt, wenn der CRO-Kurs stabil bleibt. Für die Icy White und Frosted Rose Gold ist ein Staking-Einsatz von 35.000 Euro notwendig. Die Rendite hier liegt bei 8%, was 233 Euro im Monat entspricht. Zudem erhält man 2% on top, wenn man Kryptowährungen im Earn-Programm von Crypto.com anlegt. Um die Obsidian Black zu erhalten, ist es notwendig, 350.000 Euro in CRO zu staken. Hierfür gibt es ebenfalls 8% Zinsen, was 2.333 Euro im Monat entspricht. Und die Obsidian Black kommt ebenfalls mit einem 2% Bonus im Earn-Programm. Alle 7 Karten haben keine monatliche oder jährliche Gebühren. Das Staking ist also die einzige Voraussetzung, um eine Karte zu erhalten. Aus Investmentsicht sind die Karten mit ihrem Cashback und der Rendite durchaus attraktiv. Die kleinste Karte Midnight Blue eignet sich am besten für Sparfüchse, die eine kostenlose Kreditkarte benötigen. Die Ruby Steel dürfte für Spotify-Nutzer und für Krypto-Neulinge am interessantesten sein. Auch für jemanden, der eine günstige Metallkreditkarte sucht, eignet sich die Ruby Steel am besten. Die Royal Indigo und Jade Green eignet sich am besten für Leute, die gerne viel reisen oder auch für digitale Nomaden. Auch für Krypto-Jünger mit einem Portfoliowert von über 50.000 Euro ist die Karte sehr interessant. Auch für Leute, die ihr erstes passives Einkommen aufbauen möchten, ist diese Karte eine interessante und gute Möglichkeit. Die Icy White und Frosted Rose Gold ist der ideale Begleiter für Investoren und Privatiers. Diese Kartenstufe eignet sich am besten für Krypto-Investoren mit einem Portfolio von über 500.000 Euro. Oder für jemanden, der eine hohe Rendite auf sein Investment bevorzugt. Für Großinvestoren oder Kryptoinvestoren mit einem Portfolio von über 5 Millionen Euro eignet sich die Obsidian Black am besten. Hier ein Beispiel, um die Vorgehensweise beim Staking von CRO zu verstehen. Bob ist an der Royal Indigo interessiert und entscheidet sich deshalb, CRO im Wert von 3.500 Euro zu staken. Da der CRO-Preis im Beispiel bei 5 Cent liegt, erhält Bob für seine 3.500 Euro 70.000 CRO-Token. Diese zahlt er zum Staking in der Crypto.com-App ein. Bob erhält nun auf seinen Staking-Einsatz von 70.000 CRO 4% Zinsen und erhält zudem die Royal Indigo Kreditkarte mit einer Cashback-Funktion von 2%. Bob erhält nun wöchentlich Zinsausschüttungen und Cashback bei jedem seiner Einkäufe. Dadurch steigert sich sein CRO-Guthaben immer weiter. Mit der Zeit hat Bob nun 92.525 CRO angesammelt. Der Wert seiner CROs ist nun bei gleichbleibendem Kurs von 3.500 Euro auf 4.626 Euro gewachsen. Wenn nun eine CRO-Preissteigerung auf 38 Cent dazukommt, haben die CRO von Bob einen Wert von 35.160 Euro. Bob hat nun die Möglichkeit, ohne weiteres Geld investieren zu müssen, seine Karte auf die Icy White abzugraden. Dies tut Bob nun, indem er 92.105 CRO zum Staking einzahlt. Seine Staking-Rendite verdoppelt sich nun von 4 auf 8% und er erhält die Icy White Kreditkarte mit einer Cashback-Funktion von 3%. Die Crypto.com Visa-Karten lassen sich ganz normal mit Euro beladen, indem man via Banküberweisung Geld auf die Crypto.com App sendet und von dort auf die Karte lädt. Zudem ist es möglich, die Crypto.com Visa-Karten mit anderen Kreditkarten zu beladen. Es werden außerdem 23 Kryptowährungen akzeptiert, um mit diesen direkt die Karte zu beladen.
Crypto.com hat sich in der Vergangenheit einen Namen gemacht, indem man vermehrt in Sportsponsoring einsteigt. Das jährliche Werbebudget von Crypto.com beträgt 10%. Crypto.com ist unter anderem Trikotsponsor des NBA-Teams Philadelphia. Man hat sich die Namensrechte des ehemaligen Staples Center in Los Angeles für 20 Jahre gesichert. Crypto.com ist außerdem einer der Global Partner der Formel 1, Sponsor des Rennstalls Aston Martin von Sebastian Vettel, Namensgeber des Miami Grand Prix, Sponsor von Paris Saint-Germain, Sponsor der italienischen Serie A. Sie sind zudem Sponsor der UFC und ebenfalls Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wenn du Fragen zu der Crypto.com Visa-Karte hast, kannst du mir diese gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde diese anschließend so gut wie möglich beantworten. Wenn du Interesse an einer dieser Karten hast, kannst du hierfür gerne meinen Link unten in der Beschreibung nutzen. Mit dem Link erhalten wir beide $25 in Form von CRO-Token. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, dass du dir dieses Video bis zum Ende angesehen hast und würde mich darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar und ein Abo dalässt.